Aluminiumschweißen kann im schlimmsten Fall so aussehen mit solchen Düsen oder es kann aber auch so oder so aussehen. Und das sind wirklich schöne Ergebnisse. Und die Frage ist immer natürlich, was ist der Unterschied? Und der Unterschied sind meistens wirklich Kleinigkeiten und mit diesen Kleinigkeiten beschäftigen wir uns heute. Ich habe bestimmt 2-, 3-mal die Woche eine E-Mail, wo mir jemand solche oder ähnliche Fotos schickt und sagt von wegen, das Aluminiumschweißen klappt bei mir überhaupt nicht. Ich habe hier immer wieder solche Düsen, wo alles vorne dran verbrannt ist und meistens sind es immer wieder die gleichen kleinen Fehler. Und damit beschäftigen wir uns heute. Ich gebe euch eine komplette Anleitung zum Aluminiumschweißen. Und am Anfang des Videos müssen wir sowas natürlich klar einordnen. Wir reden hier heute vom Aluminiumschweißen mit einem Mic-Mac-Gerät. Und der riesengroße Vorteil ist halt dabei, dass es wirklich sehr, sehr einfach ist. Das heißt, wir haben hier unseren Mic-Mac-Brenner. Und wir brauchen einfach das Ganze nur vorsetzen, können draufdrücken und das Ganze schweißt. Und das ist halt extrem einfach, bietet auch tolle Möglichkeiten, ist aber halt nicht vergleichbar, als wenn wir das Ganze zum Beispiel mit einem Wickprozess machen. Damit hatte ich diese Muster mal geschweißt. Das ist halt eine ganz, ganz andere Liga. Also der riesengroße Vorteil beim Mic-Mac-Schweißen, das kann man sich als erstes schon mal merken, ist, es ist halt einfach von der Anwendung, wenn es funktioniert. Und das ist bei vielen halt immer das Riesenproblem, dass es nicht funktioniert. Beim normalen Mic-Mac-Schweißen von Stahl ist das immer eine ganz andere Liga. Da kann man ruhig mal den ein oder anderen kleinen Fehler einbauen, dann hat man nicht mehr ganz so schöne Ergebnisse, aber es funktioniert trotzdem. Beim Aluminiumschweißen ist das eine ganz andere Liga. Und wir fangen mal mit einem ganz dummen Fehler an und der wird wahrscheinlich vielen unbewusst auch passieren. Dabei geht es um das richtige Schutzgas und vor allen Dingen auch in der richtigen Menge. Zum Schweißen von Aluminium brauchen wir Argon und zwar reines Argon, sowas gibt es in verschiedenen Reinheitsgraden 4.6, 4.8. Ich habe 4.8, 4.6 reicht aber auch vollkommen aus. Und jetzt brauchen wir ungefähr zum Aluminiumschweißen 12, besser 15 Liter die Minute. Und wenn man sieht, was ich hier eingestellt habe, ich habe sogar 20 Liter die Minute eingestellt, weil ich hatte erst 15 Liter die Minute eingestellt und habe dann gemerkt, von wegen an meinem Brenner vorne kommt viel zu wenig raus. Und dann habe ich dieses schöne Flowmeter genutzt, das setzt man einfach auf den Brenner rauf und dann kann man kontrollieren, wie viel vorne an der Düse wirklich rauskommt. Und das ist wirklich ein elementarer Punkt. Und wenn man Stahl schweißt und man hat ein bisschen weniger Gas, dann ist immer die Gefahr, dass man nicht so die Gasabdeckung hat, dass man vielleicht Poren kriegt. Wenn man Aluminium schweißt mit zu wenig Schutzgas, dann ist das wirklich tödlich und dann bekommt man solche Ergebnisse. Darum, so ein Flowmeter kostet 6, 8 Euro, ist wirklich eine wichtige Investition. Und dann hat man hier an so einem Gerät entweder hier die Gastaste oder ich mache es immer bei anderen Geräten dann halt so, dass ich den Drahtvorschub komplett öffne. Und dann kann man hier das Flowmeter auch einfach aufsetzen, drückt hier drauf und dann kann man ganz genau ablesen, wie viel Schutzgas hier am Brenner wirklich rauskommt. Und 15 Liter ist ideal, 12 Liter ist so das Minimum, was man haben soll, damit man mit so einem Gerät vernünftig Aluminium schweißen kann. Viele grundlegende Probleme treten jetzt immer beim Rüsten auf und das fängt an, dass man einen viel zu dünnen Draht zum Beispiel wählt. Es gibt auch 0,6er und 0,8 mm Aluminiumdraht. Der ist viel zu weich, der macht natürlich dann nur Probleme. Ich habe hier einen 1 mm Draht und selbst den kann ich verbiegen wie ein Spielzeug. Und wenn man hier einen 0,8er Draht nimmt, dann hat der Draht natürlich noch weniger Stabilität. Und wenn der sich dann irgendwo in dem ganzen Prozess aufstaut, dann wickelt der sich immer hier direkt auf. Also 1 mm Draht. Ich habe hier einen AL-MG5 Draht. Man kann auch einen AL-SI Draht verwenden. Das werde ich nachher noch mal erklären. Aber wie gesagt, niemals dünner als 1 mm. Ganz wichtig ist auch immer die Verwendung der richtigen Drahtvorschubrollen. Das sind Drahtvorschubrollen mit einer sogenannten U-Nut. Diese U-Nut nimmt den Draht schön sanft auf, fördert den schön sanft weiter und vor allen Dingen verdrückt den Draht nicht. Im Gegensatz dazu, was normal bei Stahl gebräuchlich ist, das ist eine sogenannte V-Nut, eine Keilnut. Die fördert einen Draht natürlich viel effizienter und bei einem Stahldraht ist das völlig egal. So ein Aluminiumdraht, der wird dadurch aber wirklich zerdrückt. Und wenn der verformt ist, dann kommt der vorne an der Düse an und in der Düse haben wir die sogenannte Stromdüse und da passt der Draht dann nicht mehr richtig durch und dann hat man ein Riesenproblem. Also wirklich immer U-Nut-Rollen verwenden, die fördern den Draht schön vorsichtig und idealerweise hat man natürlich so einen schönen 4-Rollen-Drahtvorschub, kann das hier mit der Spannung richtig schön einstellen und dann guckt man, dass der Draht wirklich schön sanft, vorsichtig und gleichmäßig gefördert wird. Und ich gucke mir am liebsten immer an, wenn ich den Draht in
Schlauchpaket einfördern lasse, wie der Draht wirklich vernünftig läuft, mache den Prozess immer mal wieder an und aus und sehe dann richtig schön, wie das Ganze läuft. Und wenn das vernünftig läuft beim Draht einfördern, dann hat man hinterher auch niemals Probleme. Und natürlich brauchen wir auch ein Schlauchpaket mit einer Teflon- oder einer Carbonseele. Sowas kann man nachrüsten oder sowas kann man sich fertig kaufen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, hier drin wird der Draht vernünftig vorsichtig gefördert. Wenn man eine sogenannte Stahlseele hat, die so im Standard-Lieferumfang von einem Schlauchpaket ist, dann hat die natürlich eine deutlich längere Standzeit. Das heißt, die hält viel, viel länger, hat aber das Problem, dass der Draht darin so ein bisschen abgerieben wird, dass der Draht darin nicht so schön flutscht, nicht so schön gleitet und darum immer eine Teflon- oder eine Carbonseele für das Schweißen von Aluminium verwenden. Und der Profi weiß, eine Schweißnaht ist immer nur so gut wie die Vorbereitung. Und das ist bei Stahl, bei Edelstahl so und bei Aluminium ist es wirklich noch wichtiger. Wenn man bei Aluminium den Werkstoff nicht richtig sauber gemacht hat und vorbereitet hat, dann kriegt man wirklich Riesenprobleme und kriegt überhaupt kein annähernd gutes Schweißergebnis hin. Das habe ich mal in so einem kleinen Beispiel gemacht. Ich habe hier ein Rohr, das habe ich einmal vernünftig sauber gebürstet, hat man eine Naht, die sieht wirklich akkurat aus. Auf der anderen Seite habe ich hier eine Naht von wegen, da habe ich nichts vorher sauber gemacht. Das heißt, ich habe hier Dreck, ich habe eine Oxidschicht. Es hat zwar irgendwo geschweißt, das ist aber keine richtige Anbindung. Der Werkstoff ist nicht richtig aufgeschmolzen, das funktioniert also überhaupt nicht. Und da gibt es auch ganz einfache Grundregeln. Wenn ich schöne, neue, saubere Materialien habe, habe ich trotzdem immer meine Messingdrahtbürste am Start. Ich bürste alles weg, was irgendwo schwarz ist, mal vom Heften am Ende von so einer Naht, vom Punkten oder sowas. Das bürste ich immer weg. Ich gehe vorher über die Naht rüber, bürste alles schön sauber. Am Ende immer in eine Richtung arbeiten, dass man das aufgelockerte, verdreckte Material da auch richtig schön aus der Naht rausbürstet. Und wenn ich wirklich solche massiven, verdreckten Materialien habe, die verwittert sind, wo sich so eine Oxidschicht gebildet hat, dann gehe ich vorher vernünftig mit einer Drahtbürste rüber. Im Extremfall nimmt man natürlich nicht eine Messingdrahtbürste, sondern so eine richtig schöne Edelstahldrahtbürste, bürstet das Ganze ringsrum raus, immer auch wirklich links-rechts arbeiten oder vor und zurück und dann am Ende wirklich immer in eine Richtung arbeiten und dann hat man eine richtig schöne, saubere Vorbereitung. Und wenn man hier Phasen braucht, irgendwas anarbeiten muss, hier habe ich eine Phase ringsrum geschliffen, wir gucken uns das gleich auch nochmal an, dann nehme ich nie irgendwas mit Korund. Was heißt so einen starken Korundabrieb wie eine Fächerscheibe, das kann man überhaupt nicht gebrauchen. Das reibt man mit ins Material, dann hat man beim Schweißen massive Probleme. Ich nehme immer gern diese Hightech-Fieberscheibscheiben, die funktionieren richtig gut. Ansonsten habe ich Frässcheiben, ich nehme einen ganz normalen Fräser, um zum Beispiel Nuten irgendwo rein zu fräsen oder eine gebrochene Naht irgendwo rein zu fräsen. Ich nehme aber nie irgendwas mit Korund, irgendwelche Fächerscheiben oder ähnliches. Das ist ganz wichtig und die gute alte Drahtbürste, die ist immer am Start, am liebsten so eine Messingdrahtbürste, die hat halt den Vorteil, dass sie hier nicht so massive Riefen reinmacht. Wenn ich mit so einer Edelstahldrahtbürste, die ist relativ hart, die macht hier starke Riefen rein. Mit so einer Messingdrahtbürste sieht man, da geht man hier einfach einmal vernünftig rüber, hat so eine schöne Oberfläche, dann ruiniert man sich die Oberfläche nicht so stark. Darum ist die Messingdrahtbürste da immer mein absoluter Favorit. Und oft ist immer die Aussage, gib mal deine Einstellung und dann denken die Leute, das mit dem Aluminiumschweißen funktioniert schon. Dann schreibe ich denen meine Einstellung oder sie kaufen sich von mir so eine Werkstattkarte und dann merken sie, es funktioniert immer noch nicht. Und das ist, weil man einen ganz entscheidenden Punkt nicht verstanden hat. Und Einstellungen, dafür gibt es heute halt verschiedene Unterlagen. Ich verlinke hier unten auch was. Da kann man sich das wirklich alles angucken, kann das alles übernehmen und dann müsste es im Prinzip funktionieren. Und bei modernen Geräten, ich mache das Video hier mit der MIG Mag 200 Puls Pro, da gehe ich ganz einfach auf Puls MIG, bin hier bei 1 mm Draht, habe hier die Spannung um -1 korrigiert. Das ist das Einzige, was ich am Prozess korrigiert habe. Und jetzt habe ich einen Drehregler, bisschen mehr, bisschen weniger Leistung und dann schweißt das Gerät. Das Problem, was die meisten beim Aluminiumschweißen nicht verstehen, ist halt die gute Wärmeableitung vom Aluminium. Bei Aluminium haben wir immer zwei Probleme. Wir haben einmal die Oxidschicht, die wir aufbrechen müssen und wir haben die gute Wärmeableitung. Das heißt, wenn ich ein Stahlblech habe oder ein Stahlmaterial
Stahlmaterial wie hier, 2 mm, nehme ich ungefähr 30 bis 40 Ampere pro Millimeter Materialstärke und das Ganze passt. Beim Aluminium ist das jetzt völlig anders. Ich habe einen Werkstoff, wenn der Werkstoff kalt ist und ich fange den an zu schweißen, dann schaffe ich es nicht, den Werkstoff vernünftig aufzuschmelzen. Das sieht man an allen möglichen Beispielen. Nehmen wir mal das Beispiel hier. Ich habe hier angefangen zu schweißen, ich habe so einen dicken Puckel von wegen, hat da schon halbwegs gut aufgeschmolzen, aber nicht richtig vernünftig. Und dann sieht man hier, schmilzt da den Werkstoff immer besser auf und hier hinten läuft das Ganze weg. Und das ist wirklich charakteristisch für das Aluminiumschweißen. Hier ähnlich, am Anfang nicht vernünftig aufgeschmolzen, hier am Ende läuft alles weg. Und jeder, der Aluminium schweißt, der kennt dieses Phänomen. Und das ist ganz einfach, wir haben einen Werkstoff, der leitet sehr gut die Wärme und der leitet die Wärme im ersten Moment komplett ab. Und irgendwann hat das Bauteil eine gewisse Wärmesättigung und dann läuft mir alles komplett weg. Und dazwischen kann ich vernünftig schweißen. Und das ist wirklich das riesengroße Problem beim Aluminium. Und da muss man wirklich immer mit der Leistung spielen, da muss man ein gewisses Gefühl dafür kriegen. Und wenn man 2, 3 Probenähte schweißt, ein bisschen mit den Leistungen rumspielt, dann sollte man das in der Regel immer wirklich sehr gut hinkriegen. Aber eine pauschale Aussage wie bei Stahl oder Edelstahl kann man bei Aluminium wirklich nur sehr, sehr schwer treffen. Ich habe da immer eine ganz einfache Vorgehensweise, die es wirklich einfach macht. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel diese Musterbleche geschweißt. Und jetzt nehme ich immer meinen kleinen Aluminiumtrick. Das heißt, ich hefte hier hinten und man sieht, man hat hier relativ große Heftpunkte und die sind dementsprechend groß, weil ich einfach die Leistung mal richtig aufgedreht habe. Und ich gehe hier auf 140, 150 Ampere und plötzlich kann man Aluminium wirklich sehr, sehr gut schweißen. Man könnte keine längeren Nähte schweißen, dann würde einem alles weglaufen. Das habe ich hier gemacht. Das habe ich hier aber auch gemacht, habe ich hier innen ganz einfach das gepunktet. Hier innen ist es sogar dreckig, ich wollte es aber fixieren und ich wollte schon mal Wärme in das Material reinbringen. Und dann habe ich ein schönes, auf Temperatur gebrachtes Material und das lässt sich dann viel, viel besser schweißen. Am Beispiel von diesen 3 mm Blechen und das kann man wirklich in vielen Bereichen einsetzen. Das heißt, schön punkten mit richtig viel Leistung. Das Punkten funktioniert richtig gut. Und dann reduziert man die Leistung deutlich und kann das viel, viel besser schweißen. Das heißt, ich bin dann auf 105 runtergegangen und habe diese Kehlnähte dann geschweißt. Und die lassen sich dann schweißen wie Zucker. Man hat am Anfang nicht mehr das Problem, dass man den Werkstoff vernünftig aufschmelzen kann und kann dann das Werkstück vernünftig schweißen, weil man halt schon mal eine gewisse Temperatur reingebracht hat. Und das funktioniert halt mit diesen Heftpunkten. Aber grundlegend muss man immer verstehen, man muss mit der Temperatur und dementsprechend mit der Leistung spielen. Ist der Werkstoff groß, ist er extrem kalt, dann ist es so, von wegen, da muss man deutlich, deutlich mehr Leistung nehmen. Und wenn man dann merkt, von wegen, man schmilzt so einen Werkstoff überhaupt nicht auf und das Ganze funktioniert überhaupt nicht, dann muss man halt die Leistung dementsprechend hochdrehen. Und ein ganz einfacher Trick, ohne irgendwas großartig vorwärmen, ist halt, dass man das Ganze punktet, um da erstmal Wärme reinzubringen und dann kann man das Ganze auch mit deutlich weniger Leistung vernünftig schweißen. Es ist kein Muss, aber es ist halt auch immer empfehlenswert, dass man ein Gerät mit Puls nimmt. Was macht Puls beim Aluminiumschweißen? Das kann man an diesen Blechen hier sehr einfach erklären. Wir haben den normalen Lichtbogen, der ist schön breit, ist nicht so fokussiert und ein Puls fokussiert den Lichtbogen. Das heißt, wir haben einen oberen und einen unteren Strom und die wechseln in einer sehr, sehr hohen Frequenz. Das ist halt immer dieses Surren beim Aluminiumschweißen oder beim Schweißen mit Puls und das fokussiert den Lichtbogen und so kann ich hier konzentrierter Wärme in das Material reinbringen und dann kann man hier sowas vernünftig auch schweißen. Ein weiterer Trick, der wirklich auch genial ist, man hat ja hier eine Einknopfbedienung, man kann sich das Gerät dementsprechend positionieren, wenn man möchte, oder man sucht sich einen Helfer und der kann dann beim Schweißen das Ganze runterdrehen. Das heißt, ich stelle das Gerät zum Beispiel auf 150 Ampere. Ich habe hier ein Werkstück, ich zünde hier vorne, ich habe sofort ein gutes Schmelzbad. Und wenn ich ein bisschen geschickt bin, kann ich mit der linken Hand das Ganze einfach runterdrehen. Oder ich habe einen Kumpel, der zuguckt, oder man kann die Frau auch da drauf versuchen zu trainieren.
und dann dreht die einfach die Leistung bis auf 105 runter. Funktioniert wirklich auch gut, gerade bei diesen Geräten mit dieser Einknopfbedienung. Auch eine richtig schöne Thematik, oft ein bisschen schwer umzusetzen, aber der Vollständigkeit halber auch erklärt. Ich mache es immer mit den Punkten. Mache hier meine schönen Punkte, bringe schön Wärme ins Material und dann lässt sich Aluminium deutlich besser schweißen. Und wenn man dann so alle Komponenten hat, dass man wirklich alles richtig gerüstet hat, eine vernünftige Gasversorgung sichergestellt hat, dass man das Material vernünftig vorbereitet hat, dann lässt sich Aluminium plötzlich auch richtig gut schweißen. Was ein ganz zentraler Punkt ist, ist natürlich auch die Brennerführung. Man kennt oft das stechende Schweißen oder das schleppende Schweißen, sollte man wirklich vermeiden. Wir sind ganz zentral vor unserer Naht. Wir haben 1 Zentimeter ungefähr Abstand und damit schweißen wir. Jetzt drücken wir auf den Brennertaster, das bildet sich aus, das Schmelzbad, und dann sieht man so, wie sich die Naht langsam bildet. Und damit schweißen wir dann weiter. So wie sich die Naht bildet, gehen wir langsam weiter. Es wird zentral, dass es am Anfang sehr langsam ist und dass es dann mit der Zeit immer ein bisschen schneller wird. Da muss man vernünftig sehen, was da passiert und dementsprechend das Schweißen anpassen. Aber nicht irgendwo so oder so, sondern wirklich zentral davor. Das ist wirklich ein elementarer Punkt. Das Ganze jetzt mal an einem praktischen Übungsstück umgesetzt mit einem sehr schönen Ergebnis, wie ich finde. Das ist ein altes, verwittertes, 4 mm starkes Rohr. Das Rohr habe ich im ersten Moment erstmal sauber gemacht, ganz normal mit einer Drahtbürste vernünftig sauber gebürstet. Habe mit einer High-End-Fieberschleifscheibe von VSM vernünftige Phasen angeschliffen und dann kann man das Material einfach wieder zusammensetzen. Zum Zusammensetzen, zum Heften habe ich von innen geheftet mit 150, 160 Ampere. Da hat man wirklich richtig viel Leistung, hat sofort vernünftige Heftpunkte und bringt halt auch richtig viel Wärme in das Material. Und dementsprechend lässt sich das Ganze hinterher viel besser schweißen. Ich habe hier 110 Ampere eingestellt und habe das Ganze geschweißt. Und geschweißt habe ich es ganz einfach so, dass ich mir den Brenner hingestellt habe und dann habe ich mir das Ganze langsam immer weiter gedreht und dann kriegt man hier so ein schönes Ergebnis. Ich bin nicht 100%ig zufrieden, weil ich reingucke. Ich habe hier teilweise durchgeschweißt, teilweise sieht man aber keine vernünftige Wurzel. Also 100%ig bin ich nicht zufrieden. Jammern auf hohem Niveau. Ich würde mal sagen, so das Ergebnis sieht schon mal alles andere als verkehrt aus. Das Gerät hier hat noch eine sehr coole Funktion. Am Anfang ist so eine Art Hotstart beim Aluminium eingebaut. Das macht einem das Aluminiumschweißen so ein bisschen einfacher. Das heißt, ich zünde und man sieht das schön auch an den Videoaufnahmen. Man hat im ersten Moment so ein bisschen mehr Leistung. 10–20% mehr Leistung, das ist im Gerät programmiert, da braucht man nichts einstellen. Damit kann man besser den Anfang schweißen, dann regelt das Gerät auf den normalen eingestellten Schweißstrom runter und dann kann man schön weiter schweißen. Technik macht es einem natürlich auch deutlich einfacher. Und wenn man allgemein beim Aluminiumschweißen noch starke Probleme hat, dann hatte ich ja vorhin den ALMG 5 Draht verwendet. Der hat eine so gute Festigkeit, das ist eigentlich so der Standard. Es gibt aber auch eine Wunderwaffe, das ist ein ALSI 5 Draht. Da muss man ganz klar sagen, der hat eine bisschen geringere Festigkeit, lässt sich aber in vielen Fällen deutlich besser verschweißen. Damit kann man meistens auch Aluminiumguss sogar schweißen. Also der bietet wirklich viele Vorteile, bisschen geringere Festigkeit für die meisten Anwendungen reicht er aber vollkommen aus. Also so ein ALSI 5 Draht habe ich hier in der Form, den kann man wirklich auch empfehlen, wenn man normal Probleme hat mit seinem Gerät oder so, einfach mal ALSI 5 Draht empfehlen. Den werde ich hier unter verlinken, genauso wie das Schweißgerät. Außerdem hatte ich ja mal eine Werkstattkarte zum WIG Aluminium Schweißen erstellt, die werde ich hier unter natürlich auch verlinken. Wenn da Interesse besteht, werde ich die auch nochmal für das MIG Schweißen von Aluminium erstellen, da auch wirklich nochmal alle Tricks, alle Vorgehensweisen, alle wichtigen Hinweise draufpacken. Ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen. In diesem Sinne viel Spaß beim Schweißen und ich muss mir diese schöne Naht mal angucken. Also die ist wirklich traumhaft geworden. Fürs Aluminiumschweißen mit einem MIG-Prozess sieht die wirklich traumhaft aus. In diesem Sinne viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.